Hallo, lieber Uwe. Ich darf dich heute interviewen und freue mich sehr. Es geht um den El-Achai Friedenszug und deinen Verein El-Achai Frieden und Freiheit e.V. Darüber möchte ich eine ganze Menge wissen und ich möchte dich zuallererst fragen, Nomen est Omen, was bedeutet El-Achai? Also der Begriff El-Achai stammt aus dem Hebräischen und bedeutet jetzt in unsere westliche Welt übersetzt so viel wie Frieden meinen Schwestern und Brüdern. Was steht für eine Grundidee hinter diesem großen Projekt des Friedenszuges? Die Grundidee hinter diesem Projekt ist, dass wir aus unserer Kraft des Mitgefühls, aus unserer Kraft der Liebe ein Zeichen setzen möchten, um jetzt, da wir uns im 3. Jahr der neuen Zeitrechnung befinden, einfach auf unsere Weltenfamilie zugehen, sie einzuladen, einfach sich bewusst zu werden, dass wir auf dieser Erde eine gemeinsame große Familie sind und dass es jetzt einfach Zeit ist, dass wir zusammenstehen, zusammenwirken hier auf unserer Mutter Erde, um auf eine neue Zeit zusammen zu kreieren. Und das in Liebe, Freiheit, Mitgefühl und vor allem in Frieden. Welche Rolle spielt der Zug dabei? Der Zug ist jetzt ein sehr tragfähiges Mittel, eine Brücke, um auch die Distanzen, die wir physisch hier auf dieser Erde haben, zu überbrücken, um auf die Menschen zugehen zu können, Herz um Herz, Kilometer um Kilometer, Land um Land, Kontinent um Kontinent. Wie bist du überhaupt zu dieser Idee gekommen? Also das ist eine ganz lange Geschichte, die beginnt mich schon in meiner Kindheit. Ich hatte so mit circa 6 Jahren eine Vision, die mich bis zum heutigen Tag durch all meine Höhen und Tiefen des Lebens begleitet hat. Ich hatte eine Vision von einer Eisenbahnstrecke von Hamburg bis nach Afrika, so habe ich das damals als Kind gezeichnet. An dieser Eisenbahnlinie war alles grün, da war Frieden, die Menschen waren verbunden durch diese Eisenbahnlinie, getragen durch die Gemeinschaft, die an der Bahnlinie entstanden ist und so der Friede in jedem Einzelnen einfach gewachsen ist, bis der ganze Kontinent überfüllt war mit Frieden, Arbeit, glücklich sein, einfach zu sein. Und diese Vision, die habe ich nie losgelassen. Die hat mich wirklich durch die Pubertät begleitet, durch all meine Entwicklungsschritte bis zum heutigen Tag. Und vor 10 Jahren war es einfach Zeit, diese Vision zu manifestieren. Ja, das ist wow. Und genau die nächste Frage. Wie kommt man dann konkret von dieser Vision dahin, den Zug zu haben? So wie ich das verstanden habe, ist der ja schon da. Gut, also das Wort Frieden ist ja ein Element, wo in jedem Menschenherz anders zum Ausdruck kommt. Ich zum Beispiel habe eine sehr große Anhaftung. Ich liebe Züge, weil sie bewegen sich, sie sind statisch, sie gehen einfach ihren Weg. Wenn sie unter Dampf sind, wenn sie ausgerichtet sind, sie gehen. Und die Eisenbahn ist auch in meiner Familie eigentlich über Generationen hinweg irgendwie übertragen worden und für mich ist jetzt einfach die Eisenbahn die Ausdrucksform, um das, was in mir als Vision ist, einfach auf die Schienen zu bringen und zu manifestieren. Und wie ist der Zug jetzt genau zu dir gekommen? Also das kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Gut, der Zug, das ist auch eine Geschichte für sich. Ich hatte vor 10 Jahren in der Schweiz ein kleines Eisenbahnunternehmen gegründet, um Visionen, die ich habe, unter anderem auch diese umsetzen zu können.
Und es gab in der Schweiz einen Zug, der mich immer fasziniert hat und den ich unbedingt eines Tages eigentlich bei mir im Depot haben wollte. Und das ist eben der Zug, der da jetzt steht. Und das hat sich jetzt einfach im Laufe der Zeit so gezeigt. Ich bin mit den Leuten in Kontakt gekommen und der Besitzer dieses Zuges und auch sein Verwalter, ja, das hat sich einfach gefunden. Das ist irgendwie zum richtigen Zeitpunkt, sind alle Indikatoren, haben sich verbunden zu eins. Und jetzt steht er dort eigentlich bei mir im Bahnbetriebswerk abfahrbereit. Man muss nur einsteigen und wir können los. Das muss man auch erstmal erfassen. Okay. Wohin geht's denn, wenn es losgehen kann? Was ist geplant? Was für Reisen sind geplant? Also wir machen immer kleine Schritte, weil viele kleine gibt eine große. Und so starten wir jetzt in diesem Jahr mit der Jungfernfahrt. Das ist am 29. Oktober. Wir fahren von Sissach, Zeug, Schaffhausen, Radolfzell, Ulm, München nach Rosenheim. Wir werden dort noch ein paar schöne Runden drehen und dann wieder zurück. Das ist unsere erste Jungfernfahrt, die Premiere, um den Friedenszug in Bewegung zu setzen. So als Vorlauf für die große Reise, um zu schauen, wie das alles funktioniert, mit der Logistik, mit den Menschen, mit einfach allem, was an so einem großen Projekt dranhängt. Und unsere Ausrichtung ist, dass wir dann im nächsten Jahr dann auch von der Schweiz aus über Deutschland, Wien, Ungarn, Bulgarien, Istanbul bis nach Iran fahren und dann bis nach Jerusalem und dann wieder zurück. Wir sollten ungefähr 5 Wochen dann unterwegs sein, 11 Länder durchqueren, 2 Kontinente und so die Menschen an der Strecke mit ihnen zusammen für den Frieden wirken. Wie genau macht ihr das, für den Frieden zu wirken? Also wie transportiert ihr konkret diese Botschaft, außer dieser unglaublichen Reise, dass sich überhaupt ein Zug auf die Schienen setzt und losfährt? Also das sind verschiedene Ebenen zum Antworten. Auf der einen so, dass wir schon ganz viel Kontakt haben mit den Menschen in den Ländern und es beginnt sich eigentlich rund um diesen ganzen Friedenszug überall auch Menschen zu bilden, wo das unterstützen in den verschiedenen Ländern. Auf der anderen Seite ist ganz konkret daneben angedacht, dass wir in jedes Land, wo wir fahren, dort zusammenwirken mit den Menschen, dass wir da eine Friedenskerze verankern und dann einfach mit den Menschen, wo uns dort begegnen, wo dort auf uns warten, auf die wir auch warten, dann einfach zusammen durch Singen, durch Wirken, durch Zeremonien den Frieden dort verankern. Und das in jedem Land. Und ich denke, das wird sich irgendwie aufkumulieren. Erzähl mir mal bitte ein bisschen mehr über den Zug. Ein Teil dieser Strecke ist ja ungefähr die Strecke vom ehemaligen Orient Express. Kann ich mir so ähnlich auch den Zug vorstellen? Oder ist es... Ja, es ist so, der Zug ist ein sehr hochstehender Zug. Er ist jetzt nicht ganz so luxuriös wie der Orient Express, aber sehr ähnlich. Und es wird jetzt auch so vom Ambiente her sehr gemütlich sein zu fahren. Aber die Ausrichtung ist es nicht, den Luxus zu genießen, sondern wirklich den Zug als Transportmittel zu sehen, damit wir mit den Menschen in Verbindung kommen. Aber es ist natürlich schon für Körper, Geist und Seele gedacht. Also es wird gutes Essen geben, es wird sehr schöner Aufenthalt im Zug sein. Wir haben sehr schöne Sitzgelegenheit, schwere Polster, also man kann das Leben genießen und feiern. Und das möchten wir aber auch denn zusammen mit den Menschen tun, die uns denn dort begegnen. Und die Zugmaschine, die Lokomotive? Also es ist genau, also es wird so, ist es jetzt angedacht, dass unsere Dampflok den Zug bis zur Schweizer Grenze
bringen wird, den Ellachai-Friedenszug. Und die Philosophie ist dann, dass in dem Land, wo wir einfahren, die Lokomotive von der Bahngesellschaft aus dem Land den Zug übernehmen, schon symbolisch, um Schutz zu geben für den Zug und so dann wirklich Schritt für Schritt auch die Länder zu integrieren in den Schutz, auch die Verantwortung und ihren Beitrag auch zum Friedenszug zu leisten. Aber die Lok, die quasi die Hauptlok vom Ellachai Friedenszug ist eine richtig gute alte Dampflok, oder wie darf Ja, ich das ist vorstellen? eine richtig gute alte Dampflok, die aber selber auch in einem Transformationsprozess ist. Sie ist umgebaut auf Leichtölfeuerung und steht jetzt kurz davor, weitere Transformationen zu erhalten. Auch sie wird mit diesem ganzen Friedenszug in ein anderes Bewusstsein übergehen. Das Auch heißt, technisch. sie fährt technisch nicht mehr mit den alten Nein, Kohleantrieben. Nicht mehr mit den alten Energien, sondern mit neuen Energien. Und die Lok wird auch sukzessive, auch in Abschnitten, immer weiter in neue Technologien sich fortbewegen. Ja, toll. Und wenn man jetzt als Außenstehender mitreisen möchte, dann setzt man sich in den Zug und darf in der ganzen Zeit in diesem bequemen Wagen mitfahren oder abschnittsweise, oder haltet ihr dann an und man schläft in einem Hotel? Oder? Nein, es ist so, wir werden wirklich in diesem Zug leben und wirken. Das heißt, wir werden in dem Zug auch schlafen, dann haben wir auch Schlafwagen dabei, und diese Energie, wo dort sich aufbaut, die wird sich wirklich von Reiseabschnitt zu Reiseabschnitt weiter ausdehnen und wachsen und wachsen. Also wir werden nur an gezielten Orten, sagen wir mal, eine Verschnaufpause machen, um kurz ins Hotel zu gehen, aber dann an dem Ort auch zu wirken, mit den Menschen dort. In der Zwischenzeit werden wir uns auch technisch um den Zug kümmern, weil wir doch eine sehr anspruchsvolle Fahrt haben. Da ist auch die Pflege ganz wichtig für den Zug, und auch technische Sicherheit ist erstes Gebot. Da braucht es ab und zu einfach Ruhepausen, um das auch gewährleisten zu können. In der Zeit werden wir aber nicht untätig rumsitzen, sondern wirklich mit der voller Freude und der Liebe, wo wir haben, wirken. Mit den Menschen vor Ort, ganz genau. Das hört sich ganz toll an. Und das ist auch ein unglaublich großer Aufwand, das Ganze zu organisieren und zu planen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was da alles mit dranhängt? Ja, das ist eine große Bandbreite. Das beginnt schon bei den ganzen technischen Vorbereitungen, über den Bewilligungen, über die Kontakte mit den Regierungen, mit den Bahngesellschaften, auch mit unserer Crew, die uns da begleitet. Es ist auf allen Ebenen ganz viel Unterstützung notwendig. Natürlich auch finanziell. Das wollte ich dich als nächstes fragen. Welche Form von Unterstützung kann man da leisten? Welche Möglichkeiten gibt es auch, sich einzubringen? Also das hängt von den Möglichkeiten der Unterstützung ab. Also es gibt die Möglichkeit bei uns auf der Homepage ein Visionspartner zu werden. So kann man auch mit kleinen Beträgen diese Vision für die Menschen, für den Frieden unterstützen. 100 Euro, 50 Euro, 250 Euro, so wie es für einen dienlich ist. Oder wenn man möchte, natürlich auch, und da wären wir auch sehr dankbar, mit größeren Beträgen, weil es ist doch eine sehr große finanzielle Anstrengung, den Zug da 5 Wochen lang auf den Schienen zu halten. Magst du mal eine Größenordnung nennen, oder ist das? Sie liegt in einer 7-stelligen Zahl. Das ist eine Zahl, die ich mir kaum vorstellen kann. Wer mit so großen Projekten arbeitet, muss wirklich groß denken. Kannst du mal einen Trick sagen, wie du das persönlich machst, diese Vision wirklich ins Leben zu bringen? Indem ich kleine Schritte mache und die richtig. Das heißt, je kleiner die Schritte,
umso überschaubarer sind sie und umso schneller kann man sie manifestieren. Und wenn man diese kleinen Schritte ehrt und achtet, dann verbinden die sich und dann entsteht sowas. Das kann jeder. Man hat einfach im Hier und Heute, im Jetzt, jeden Schritt, den man tut, zu ehren und zu achten. Dann entsteht das ganz selber. Ja, super. Hast du auch einen beruflichen Hintergrund? Bist du Lokführer oder wie? Also ich wollte immer Lokführer werden, aber das hat nicht geklappt. Ich mache alles andere außer Lokfahren. Das machen meine Kollegen. Und ich bin vom Beruf Betriebswirt und Informatiker. Ich habe ein eigenes Unternehmen, wo strategische Informationsplanungen macht, Strategien entwirft und auch in der IT eigene Software entwickelt, so im Gesundheitsbereich. Von dem lebe ich und in meiner Vision gebe ich es wieder aus. Aber es reicht nicht. Wir brauchen wirklich auch finanzielle Unterstützung. eine Form der Unterstützung ist sicherlich auch die Mitreisenden. Wo wird das beworben? Wie kommt ihr zu den Menschen, die da einsteigen dürfen? Also wir werden jetzt nach und nach auf unserer Homepage diese Schritte alle veröffentlichen. Interessanterweise ist aber so, dass das irgendwie schon durchgedrungen ist zu den Menschen. Wir haben tatsächlich schon Anmeldungen von Menschen, wo sich für die große Reise wirklich ganz aufrichtig beworben haben und sagen, wir fahren mit, egal wie lang es geht, egal was es kostet. Wir möchten dabei sein und die Sache unterstützen. Und ja, da jubilieren unsere Herzen einfach, weil es ist so schön, was für Wunder da einfach passieren. Und irgendwie habe ich das Urvertrauen in mir, dass sich das alles finden wird. Wobei die Realität auch wirklich von einem abverlangt, dass man sich diesen Sachen stellt. Also ich habe auf der einen Seite mein Urvertrauen, wo ich genau weiß, dass diese Vision sich manifestiert, aber man hat auch was dafür zu tun. Und zwar das, was man in der Lage ist zu geben. Und dann klappt's. Nenn doch mal bitte den Namen von der Internetseite, damit man da noch mehr Informationen einholen kann und sich, sobald es möglich ist, anmelden kann. Also die Webseite lautet www.elachai.com und dort sind alle Informationen über den aktuellen Stand des Projektes. Dort sind auch die Möglichkeiten, sich finanziell zu beteiligen, Visionspartner zu werden, sich zu informieren, sich die Waggons anzuschauen, die Loks anzuschauen, unsere Reiseroute. Wir werden dort nach und nach alles veröffentlichen, auch dann neue Technologien, wo dann verbunden sind mit diesem Friedenszug. Welche Menschen stehen dir zur Seite, um dieses Ganze zu unterstützen? Wie groß ist die Crew? Also unser Verein hat 8 liebe Wesen, wo sich vom Herzen aus gefunden haben, um eben Frieden und Freiheit für die Weltenfamilie zu unterstützen, zusammengefunden haben eigentlich dieses Gefäß des Vereines gebildet, aus dem eigentlich solche Projekte, wo der Menschheit dienen, unterstützen. Der Friedenszug ist ein Projekt, um eben Frieden und Freiheit mit den Menschen entstehen zu lassen. Aber es gibt natürlich auch Projekte, wo es zuerst bei sich selber die Möglichkeit gibt, das zu erreichen. Auch diese Projekte werden von dem Verein unterstützt. Es geht einfach den Prozess in einem Menschen selber auszulösen, dass man selber zu sich zum Frieden gelangt, jeder auch im Kollektiv und zusammen mit der ganzen Menschheitsfamilie. Du hast erzählt, dass der Verein noch andere Projekte unterstützt. Also die Vision Frieden in sich und für die Völker zu finden. Gibt es da schon konkrete Projekte, von denen du noch mehr erzählen kannst? Ich möchte das im Moment jetzt langsam angehen. Es sind etliche Projekte, wo am Entstehen sind. Wir sind die am Überprüfen und auch am Aufbauen und wir werden jetzt auch die nach und nach auf der Homepage veröffentlichen. Aber sie alle haben eine einzige Ausrichtung, ein einziges Ziel:
Frieden und Freiheit auf dieser Erde zu unterstützen und zur Manifestation zu bringen. Große Vision, jetzt erstmal die große Reise. Du hast schon die Reiseroute genannt. Wenn jetzt Außenstehende sich vorstellen, in diesen Zug einzusteigen über diese Route Richtung Jerusalem, mag sich manch einer denken, das geht ja auch durch Krisengebiete. Da ist ja der Zug mit der Botschaft Frieden und Freiheit für die Völker genau das Richtige. Aber wie ist es mit der persönlichen Sicherheit, wenn sich da manche etwas fürchten? Was kannst du dazu sagen? Also unsere Strecken, die wir fahren, sind alles Strecken der öffentlichen Eisenbahngesellschaften und die sind sicher. Also wir werden nicht jetzt irgendwo in ein ISS-Gebiet reinfahren oder so, das macht gar keinen Sinn, sondern wir werden ausschließlich uns auf den Strecken bewegen, die sicher sind. Ihr habt ja schon Kontakt zu den Menschen vor Ort. Magst du mal ein bisschen erzählen, wie sich dieser Kontakt gestaltet und die Menschen auch aus den verschiedenen Kulturkreisen? Also es ist so, wir hatten ganz viel Kontakt jetzt auch mit jüdischen Mitmenschen, mit palästinensischen, libanesischen, syrischen, iranischen, türkischen. Und je mehr wir in die Herz-zu-Herz-Gespräche kommen, entsteht überall das gleiche Bild. Alle Menschen, egal welcher Volksgruppe sie angehören, egal ob rot, gelb, schwarz, weiß, Mensch, Frau oder Mann, alle haben den gleichen Wunsch. Kein Krieg mehr, Frieden, Arbeit, die Kinder nicht mehr verheizen, vorne an die Front. Es gibt ja wirklich da unten Länder, wo die Kinder 20, 22 Jahre einfach unter der Erde gewohnt haben, die kennen gar nichts anderes. Die Menschen, die haben es satt, Krieg zu haben. Sie wollen Frieden und sie wollen Arbeit. Und das verbindet alle. Also der Wunsch nach Frieden ist so tief in den Herzen von den Menschen. Durch den ganzen Kontinent von Sinai, über Ägypten, über Israel, über Jordanien, Syrien, Libanon, Irak. Das spielt keine Rolle. Und im Gegenteil, wenn man diese Gräueltaten von IS und so anschaut und das aus der Neutralität sieht, muss man einfach sagen, je blöder die tun, umso mehr entsteht der Wunsch nach Frieden. Das heißt, die Herzenssprache verbindet euch? Alle rund um die Globus. Und welche Sprache sprecht ihr, wenn ihr versucht, die Reise und die Projekte zu koordinieren? Also ich bin überrascht, wie viele Leute Deutsch sprechen. Tatsächlich? Ja. Ich habe überall, wo ich jetzt war, auf einmal sprechen mich die Leute in Deutsch an. Oh. Das ist erstaunlich. Und ansonsten gibt es immer noch Englisch. Und wir haben auch vor Ort immer sehr tiefe Herzensverbindungen mit den Reiseleitern. Also die Kommunikation ist immer da. Das heißt, es gibt auch Vermittler, ja, auf alle Fälle. Übersetzer. Genau. Ja, es ist ein total tolles Projekt. Es ist ein Projekt. Ja, es ist ein Projekt voller Wunder. Und ich habe so eine riesen Freude, weil ich nie weiß, was morgen ist, sondern es entsteht irgendwo in dieser ganzen Geschichte entsteht ein Wunder und es geht einen Schritt vorwärts. Vielleicht nicht gerade so, wie man jetzt im Kopf möchte, aber im Herzen. Und das dehnt sich aus, dieser ganze Friedensgedanke, das ist etwas, was nicht mehr zu stoppen ist. Gibt es auch ein paar kleine Wunder, von denen du auf dem Weg bis zu diesem großen Wunder schon erzählen kannst? Ja, also zum Beispiel, wo ich die Strecke am Planen war mir klar, ich komme mit der Eisenbahn bis nach Istanbul zum Beispiel, aber ich hatte keine Ahnung, wie komme ich auf die andere Seite. Das war jetzt, eine gute Frage. Genau, das war so eine Geschichte. Und dann habe ich mich da eingelassen in diese Problematik. Und dann hat mir jemand von der türkischen Railway erklärt, ja, also ich möchte jetzt gar keine Angst haben. Im letzten Jahr ist unter Bosporus ein Tunnel eröffnet worden. Und der wird jetzt dieses Jahr
freigegeben für den Fernverkehr. Das heißt, wenn wir im nächsten Jahr kommen, können wir 53 Meter und Meer auf dem asiatischen Kontinent. Das ist so ein pragmatisches Wunder. Oder auch, wo ich mir die Strecke angeschaut habe, wie kommen wir nach Teheran. Da ist ein riesiger See dazwischen. Der hat, ich glaube, 7-, 8-mal so groß wie der Bodensee. Und ich hatte keine Ahnung, wie ich da rüberkomme. Und wo ich mich dann dort aber auch ganz tief eingelassen habe, es gibt tatsächlich Schiffe, wo die Eisenbahnwaggons transportieren, dreigleisig. Und ich bin eben gerade dabei, wir werden alle 3 Schiffe anheuern. So können wir unseren ganzen Zug darüber transportieren. Also, es gibt Wunder über Wunder. Immer wenn ich denke, es geht nicht weiter, gibt es einfach eine Lösung. Wow. Gibt es zum Abschluss noch eine Botschaft, die du den Menschen mit auf den Weg geben möchtest? Ja, ich wünsche mir, dass die Menschen ganz tief aus ihrem Herzen sich wirklich einlassen auf den Gedanken, dass wir hier auf der Erde eine Weltenfamilie sind, dass kein Wesen, wo hier lebt, ausgeschlossen ist, dass wir alle zusammengehören, dass wir eine Einheit sind. Und dass sie jetzt einfach vielleicht als Zeichen von ihrer Bereitschaft, das Projekt in ihrer Art und Weise, in ihrer Form uns helfen, das zu realisieren und zu unterstützen. Also mich hast du tief berührt und gleichzeitig total begeistert und auch neugierig und werde beobachten, wie es weitergeht und mitmachen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und danke dir für das Interview und für dieses tolle große Projekt. Vielen Dank.